Buchfans, heute sind wir wieder da mit einem Technikvideo. Unsere Erik ist auch dabei. Ja. Erik, wieder willkommen Danke. auf deinen Feiertag. Feiertag, ja. Also heute keine Arbeit, Nein. Arbeit bei Push-Up. Ja. Ne? Okay, na, was machen wir heute? Ich habe gesucht im Internet und speziell im YouTube. Und da sind tausende Videos von Buchmotoren und die werden instand gesetzt. Also, die werden zusammengebaut. Ja. Ne? Aber eine Motor auseinander? Na, nur 2 oder 3 Videos. Und die waren nicht so gut, fand ich. Ne? Na, normalerweise, wenn wir eine Motor haben, und wir haben hier ein sehr gutes Beispiel, der hat am Boden hier vorbei gelegen, denke ich. Ja. Und da sind noch diese alten Schrauben drin, also diese Schlitzkopfschrauben. Ne? Ja. Und wenn man Glück hat und man kauft einen Motor, zum Beispiel eBay oder aus zweiter Hand von deinem Nachbarn, macht alles nichts, dann ist da oft sind da diese Inbusschrauben sind da schon drin. Na, dann ist es eigentlich nicht so viel Mühe, Erik. Nein. Da kann man das einfach Ja. auseinandernehmen. Ja. Ne? Aber wenn die Schlitzschrauben da noch Jahren oder noch original drin sind, ne? Noch nie auseinandergeholt, diese 2 Motorgehäuse, ja, dann hat man, wie sagt man das, eine Challenge. Was haben wir dafür nötig? Also wir machen heute nur Motorgehäuse auseinandernehmen und weiter, ja, so mit Kopplung und Zündung, das haben wir eigentlich schon in ein paar Videos, haben wir das erzählt, wie das muss, ne? Erklärt eigentlich. Und ich denke, das ist nicht so nötig. Aber auseinandernehmen haben wir noch nie gemacht. Na, wir haben hier, ja, wie gesagt, ein sehr alter, schmutziger Motor. Und ja, wie wir altijd sagen, es ist natürlich wichtig, dass man sauber arbeitet. Ne? Ja. Was haben wir nötig? Eigentlich nicht so viel. Eine große Schraubendreher, weil, wenn das fest sitzt, man muss natürlich. Ja. Ich habe wenig Kraft in die Hände, Erik hat viel mehr Kraft. Und das war eine normale Schraubendreher, aber das sind Schraubendreher, ja, da kann man sich das, Vakuum, ist deins, oder? Ja. Da kann einer sich das leicht machen. Und dann hat man Unterstützung von einem Schlüssel und eine Hebelwirkung. Ja, man sieht das schon, da kann man viel mehr Kraft machen. Man muss natürlich gut darauf achten, dass hier Druck drauf kommt, aber das zeigen wir auch gleich. Ne? Und wenn nichts mehr geht, Nein. haben wir hier eine Schlagschraubdreher. Und was macht eine Schlagschraubdreher, Erik? Wenn man hier draufhaut mit einem Hammer, Ja. dann dreht es sich automatisch um ein Viertel. Ne? Ja. Ja. Und das kann genau genug sein, um diese einzige Schraube, die noch fest ist, ja, zu lösen. Ja. Und wenn man das draufsetzt, man hat hier einen guten Griff, großen Griff, vielleicht geht es mit Hand. Also, aber zeigen wir gleich. Wenn man so eine Klemme nicht hat, wo kann man den Motor im Schraubstock festsetzen? Was ist wichtig? Weil viele Leute machen das hier oder hier, aber wo muss man darauf achten? Wenn man ohne diese Klemme arbeitet, dann soll ich sagen, setzen die am unten. Wo die Schrauben sind, ne? Diese weil Motorschrauben. Weil die Ja. Motorschrauben sind. Ja, und wieso ist das wichtig? Da ist der Motor eigentlich am stärksten. Ja. Und ja, ich habe oft früher auch diese Fehler gemacht natürlich. Dann man will schnell arbeiten und dann kneift man das hier zusammen. Ja. Ja, und das ist der schwachste Punkt eigentlich. Wenn man neue Stehbolzen einbauen will. Ja. Das ist einfach, ne? Ja. Da haben wir ein Gerät davor, ne? Ein Werkzeug im Shop. Ja. Aber wir machen das oldschool. Oldschool. Ja. Jetzt habe ich in diesem Fall 2 Flanschmutter. Ja, Kranzmutter sind das. Ja. Auf Deutsch. Auf Deutsch. Nou, Geht das? ja. Ah, die kann man natürlich gut fest gegeneinander drehen. Ne? So. Und dann machen wir eins, Jungs, weil ja, 4, das ist Vier, langweilig. das sind ne? die gleiche. Wir machen eins. Ja. Es ist nicht schwierig. Kranzmutter war eine gute Idee. Ja. Mehr Oberflächen, ne? Ja. Gut. Und dann der eine gegen ein ander festdrehen. Ja, dann habe ich noch einen kleinen Tipp. Ah. Was immer eigentlich passiert, wenn der Stehbolzen, wenn man das fühlt, von es geht drehen, Ja. dann nicht durchdrehen. Wieso nicht? Was immer am besten ist, Ja. ein bisschen wieder festziehen Echt? und dann wieder weiter lösen. Ah, okay. Aber wieso denn? Dann geht die Verschmutzung, der Rost
Ja, oh, der im Motor ist. kann man Mitdrehen. Ja. Dreht man mit raus. Hey. Nou, so ist es raus. Ja. Und ja, wie man sieht, es ist alles alt. Ne? Ich weiß auch nicht, wie alt dieser Motor ist. Und Stahl in Alu, das, Ja. das frisst. Naja, rostfrei Stahl sowieso. Ja. Naja, Jungs, wie gesagt, wir machen nur eine. Weil ja, sonst wird es ein bisschen langweilig, wenn wir alle 4 rausdrehen. Erik, ja, du bist stärker als ich. Aber ich denke, wir müssen alle 3 die Option mal demonstrieren. Also fangen wir mal an mit, denke ich, een normale Schraubendreher. Oder? Mal sehen, of Sie das ja kunnen losen Ja, können. met mijn Schulterverletzung. Ja. Lekker. Oh, man. Ah! Vergeet het maar. Du bist alles, was ich habe. Ich soll eine auf der andere Welt. nehmen. Nee, die. Mag niks. Nee, mag niks. Nee, ich kom nicht weiter mit meinen Schulter, man. So eine Scheiß. Zu fest? Ja, okay. Okay. jetzt eine. Rambo 3. Wie macht man das? Und Druck drauf? ja, und das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, und pass Drück auf. den auf. Aber man muss nicht rutschen, ne? Nein, aber nicht drehen, aber der Druck auf den Schraubendreher und dann. Ein Freund von mir, er ist leider verstorben. Der hat einmal einen Schraubendreher im Nasenloch. Mit das hier. Ding rutschte, geht hoch, Ja. er rutscht durch. Und wo kommt diese Schlitz? Ja. Fest im Nase, ne? War bis zum, wie sagt man das, Bot? Ja. War das hier in die Nase, ne? Habe ich rausgezogen, Blut überall. Also, Ja. Jungs, echt waar, achte drauf, das muss man echt vorsichtig und sicher machen. Weil sonst hat man richtig ein Problem. Wenn das im Auge kommt oder... Und ein passender Schraubendreher. Ja, daher auch diese große Schraubendreher natürlich. Und jetzt diese große und der Schüssel. Und dann. Dann sieht man auch, oh, durchgerutscht. Ja. Ja. Und so einfach, Jungs, auch wenn der Schraube beschädigt ist, ist das echt ein ideales Werkzeug. Ne? Ja. Ja, da ist es schon, ne? Jungs, 30 Jahre fest, Ja. unverrostet und jetzt kommt alles einfach. Ja. Gut, ne? Super. Wir löschen all diese Schrauben und dann sind wir gleich wieder zurück. Wir machen das so, dass alles stimmt hier. 3 aan Vorderseite. Ja. Hier ist Vorkurbelwelle, Hinterkurbelwelle, 2 noch an dieser Seite und dann noch 3 an dieser Seite. Ja. Erik, was hast du gerade gesagt? Da habe ich gerade nicht dran gedacht. Nein. So ein Motor kann ein 4- oder 3-Lager sein. Ja. Aber was sagen die im Internet? Nou ist da eine Geschichte, der Ja. sagt, man kann an der Außenseite sehen, ob ein 3-Lager-Motor ist Oder 4-Lager. Oder 4-Lager. Aber, wie war das auch so wieder? Ja, diese soll volgens diese Geschichte soll dies ein 4-Lager-Motor sein. Da der 2 Streben sind. Ja. Und wenn es 3-Lager ist? Ja, Was? dann sieht man an Außenseite. Können wir gleich Ah, auch wieder. Kijk. Das ist eine echte 4-Lager. Dies ist eine echte 4-Lager. 4-Lager. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja. Dan habe ich hier. Aber wieso? Kijk, zie je? Auch hier sind diese 2, Ja. Stech nenne ich das, oder 2 Streifen im Motor. Ganz vorsichtig Ja. können wir hier ein klein bisschen und ja, hier geht es schwierig. Ja, ich denke, was ich eigentlich immer mache, jetzt sind die Stehbolzen noch drin. ja, Dus ich nehme meine Hand und ich ein klein bisschen drücke auf die Stehbolzen. echt? Ja. Und Mann, Erik. Oh. wir haben einen Belgien-Motor. Ein 3-Lager. Eine 3-Lager. Oh, da bin ich so glücklich, weil sonst hatten wir vielleicht Unrecht. Ja. Und da haben wir viele Kommentare gehabt. Jungs, man kann das auch einfach, deine Erlebnisse mit diesen Motoren, diese E50 Motoren, mal schreiben in die Kommentare. Ne? Aber jetzt haben wir recht. Ja. Glücklich. Also, diese 2 Streifen sind keine Garantie. Keine Garantie. Also, wenn du einen Motor siehst, man muss es spalten, um dass man sicher ist, dass es 3 oder 4-Lager ist. Ja. Aber jetzt haben wir eine optische Inspektion. Ne?
vom Lagerschalen. Das mache ich immer als erste. Man nimmt ein bisschen ein Tuch und man schaut hier diese Lagerschale an. Na, was sehen wir? Ja, die sind haben ein bisschen Riefen, nicht viel übrigens. Das ist ziemlich gut. Aber, daher sagen wir immer, wenn man ein Motor Perlenstrahlt, Walnussstrahlen oder Sodablasting macht eigentlich gar nichts. Nehme immer diese Lagerschale mit. Und da sind auch Experten im Internet, die sagen, nee, das muss man mit Tape, das muss man nicht machen, weil das ist nicht gut. Nee, super, weil dann haften eigentlich diese Lager wieder wie neu und diese Dichtringen, die dichten dann richtig gut ab. Und wir sagen immer, das ganze Ding strahlen. Ist man auch gleich all diese alte Kram von Dichtmasse ist weg, ist alles fettfrei. Denke ich, da braucht man auch ein bisschen Kraft, weil diese Ring ist ziemlich fest. Na, die ist weer weg. Ja, Ring, Lager, mal schauen, gut? Ja. Nee, auch nicht. Nee. Maar gut, man macht natürlich das nicht umsonst, man will dann natürlich eine Totalrevidierung machen. Ne? Ja. Also gut, kann auf die Seite. Ja, da haben wir eine Kurbelwelle, ist leider keine Kupplung drin. Aber, ja, holen wir die mal raus. Da muss man ein bisschen hin und her funken. Das sind Reste von Kugel. Ja. Schau mal, Ja. dieses ganze Lager ist hinüber. Nou, da kann man auch eigentlich richtig sagen, dass diese Kurbelwelle, daher ist das auch so schwarz. Das ist echt gut. Kupplungsseite ist, maar das stimmt auch. Und das Lager am Zündungsseite Das war ist kaputt. hinüber. Ja, Ja. ja, genau. Naja, Jungs, ich hoffe, dass ihr etwas davon gelernt habt. Ne? Ich finde das immer wichtig, solche Dinge, speziell wenn man das nicht viel sieht im Internet. Vergessen nicht Zu abonnieren. zu abonnieren, drücken Auf die Klingel. auf die Klingel. Sind da noch Fragen, Jungs? Einfach hier in die Kommentare oder eine E-Mail an info@bookshop.de und ja, dann sind wir fast immer da. Und sagen wir bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.